Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns natürlich unschwer zu erkennen auf W50 auf meinem grünen, geliebten Ork. Und hier wollte ich euch mal die aktuelle Zwischenlage mal zeigen, wie es so im Moment aussieht. Denn es passiert einiges auf W50. Der Server ist im kompletten Wandel, was so die ersten Gilden angeht. Man sieht hier kaum noch wie zum Anfang des Serverstarts und ja, ein Jahr lang danach keinen einzigen mehr hier von Hollywood in den ersten Rängen. Das liegt daran, weil sich die Gilde halt eben so langsam aber stetig auflöst. Es ist geplant, dass Hollywood eine Art Slow-Fusion macht mit Dead Valley, dass quasi die schwächeren Spieler von Dead Valley zu Hollywood und die starken Spieler von Hollywood zu Dead Valley rüberwechseln, und das wird so peu à peu gemacht. Dadurch leidet natürlich auch Hollywood. Es ist hier die leidtragende Gilde auf jeden Fall, die hier wirklich sehr, sehr stark dominiert hat. Wirklich, ich will schon fast sagen, jahrelang auf dem Server Platz 1 gewesen ist, bis Crit Happens den Platz abgelöst hat. Und dadurch, dass aber Dead Valley auch schon eine sehr starke Gilde vorher gewesen ist, und jetzt halt eben die schwächeren Leute rauswirft aus ihrer Gilde, beziehungsweise tauscht mit den Starken aus Hollywood, wird jetzt Hollywood quasi mehr oder minder so eine Art, in Anführungszeichen, Wing-Gilde, sag ich mal, vorsichtig formuliert, die halt jetzt eben, wo jetzt halt eben sehr viel Tohu Bavohu drin herrscht, sag ich mal, in der Gilde. Und was aber sehr spannend ist, dadurch, dass Crit Happens lange Zeit jetzt Hollywood auch abgelöst hat, war jetzt quasi Crit Happens, oder ist jetzt quasi Crit Happens die noch amtierende Gilde und die dominierende Gilde, mit Abstand auch auf dem Server. Aber dadurch, dass jetzt alle Starken zu Dead Valley gehen, wird halt aus Dead Valley eine mega starke Fusionsgilde. Und da wird es durchaus nochmal spannend werden. Wenn wir mal bei Hollywood zuerst reinschauen, dann sehen wir, okay, die haben hier im Moment nur noch 46 Mitglieder und die ganzen starken Leute, größtenteils, sind schon raus aus der Gilde. Und hier sind halt eben nur noch Leute drin, die vielleicht so Free-to-Play spielen oder an Events nur 320 Alu oder was weiß ich, ne? Und die ganzen Hardcore-Payer und Mushroomer, die sind jetzt halt eben zu Dead Valley. Hier sieht man halt eben einige Namen, die halt vorher bekannt gewesen sind bei Hollywood, sind jetzt halt eben hierher gewechselt, und dadurch ist die Gilde halt ultra stark geworden. Und macht jetzt sogar den Anschein, als ob Dead Valley nochmal konkurrenzfähig werden könnte zu Crit Happens. Und das hätte man jetzt lange Zeit für unmöglich eigentlich gehalten, so dass auf W50 nochmal jemand an Crit Happens irgendwie rankommt, weil die halt eben unangefochten auf Platz 1 gewesen sind. Aber wenn der Wechsel mit allen Leuten komplett vollzogen ist von Hollywood zu Dead Valley, was jetzt schon größtenteils der Fall ist, ich glaube noch nicht ganz, aber größtenteils, dann könnte es tatsächlich sein, dass Dead Valley wirklich nochmal hier Spannung auf den Server bringt, indem sie halt sehr, sehr starke Konkurrenz zu Crit Happens geben können. Sie sind schon fast am Durchschnittslevel dran. Ich weiß jetzt nicht so, wie die aktuellen Chancen, die Siegchancen zu Crit Happens Dead Valley, wie das da so aussieht im Moment. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir mit unserer Holzfällerhütte auf jeden Fall auf lange Sicht jetzt wahrscheinlich Platz 4 erreichen werden, dadurch, dass halt eben Hollywood immer mehr, sag ich mal, in Mitleidenschaft gezogen wird durch diese Fusion. Ne, das tut ja Hollywood an sich jetzt nicht gut. Und mal sehen, ob sich dann Hollywood auf Platz 5 halten kann oder sogar noch weiter absteigt. Denn wenn wir mal gucken, hat jetzt zum Beispiel Hungry Hippos, was jetzt eine Gilde ist, die im Vergleich zu uns, zur Holzfällerhütte, nie eine Chance hatte und auch nicht hat im Moment so, ne? Weil
wer die W50-Videos schon länger verfolgt, der wird ja wissen, dass wir mit unserer Holzfällerhütte bisher immer so in unserer eigenen Liga gespielt haben. Wir konnten nie zu Platz 4 aufschließen, weil die immer viel zu stark für uns gewesen sind. Wir konnten aber auch nie gegen Platz 6 verlieren, weil die viel zu schwach für uns gewesen sind. So standen wir halt nach wie vor mit der Holzfällerhütte auf Platz 5 alleine da. So, und deswegen das ist auch nach wie vor noch so der Fall, dass Hungry Hippos immer noch keine Chance hat und die haben ein Durchschnittslevel von 466 und Hollywood liegt jetzt hier mittlerweile auch schon bei 468. Also die sind fast gleichgestellt mit der Gilde, gegen die wir eigentlich niemals verlieren. Ja, wir haben jetzt ein Durchschnittslevel gerade von 484, ja, und haben damit schon, was war das, 16 Level, sind wir jetzt schon im Durchschnittslevel höher als Hollywood. Also ist das quasi nur noch eine Frage der Zeit, bis wir halt auf Platz 4 aufschließen können. Und dann spielen wir höchstwahrscheinlich wieder in unserer eigenen Liga, nur eben auf Platz 4. Ja? Und das ist halt eben sehr spannend zu beobachten, wie hier so die Serverdynamik über Jahre sich noch so verändert, langsam, aber stetig. Und da werde ich euch auf jeden Fall auch in Zukunft mal drüber berichten, wie das hier so läuft. Wir haben bisher noch keinen einzigen Kampf gegen Hollywood bestreiten können, weil andere Gilden auch immer Hollywood direkt angreifen, weil die halt auch noch sehr viel Ehre haben. Zum Beispiel Dead Valley greift jetzt zum Beispiel hier Hollywood an, wie wir jetzt gerade sehen. Wir haben bisher noch nicht die Chance dazu gehabt. Ja, ich hatte ja ein paar Kämpfe schon mal gespeichert gehabt von oder gegen Hollywood und die hatten wir bisher immer noch verloren gehabt. Als Hollywood uns angegriffen hatte. Jetzt greifen die uns nicht mehr an, was ja auch irgendwo logisch ist, weil wir jetzt halt auch stärker sind. Hollywood greift jetzt zum Beispiel Extreme Madness an, die hier unten sind. Gegen uns würden sie es höchstwahrscheinlich jetzt nicht mehr schaffen. Ob wir Hollywood angreifen können, ich denke mal schon. Wir hatten vor einer Zeit lang schon, glaube ich, eine 60-prozentige Chance, Hollywood zu besiegen. Jetzt aktuell sind es nur 46 Mitglieder. Also denke ich mal, sollte das jetzt im Prinzip kein Problem sein. Aber wie gesagt, die oberen Gilden, die snacken sich auch immer noch sehr gerne die Ehre weg von Hollywood. Und wir haben halt kaum eine Chance, Ehre dazu zu gewinnen, weil wir halt auch immer angegriffen werden von den oberen Gilden hier, von Knights Who Say Nie. Dead Valley, und deswegen ist das halt für uns schwierig, Ehre zu gainen und haben es bisher halt einfach zeittechnisch noch nicht schaffen können, Hollywood anzugreifen. Es wäre aber auf jeden Fall mal eine coole Sache, sag ich mal so. Ne? Ansonsten habe ich hier auf W50 mir gedacht, komm, ich mache hier mal einen kleinen All-In. Ich hole mir hier neues Equipment und verbessere das bis zum Anschlag. Ich habe jetzt keine Ressourcen mehr. Ihr seht, ich habe hier kein einziges Plus am Leuchten. Ich habe hier alle meine Ressourcen in meine neuen Items gesteckt. Ich habe hier eine komplette Umequipung gemacht auf dem Server. Ob sich das jetzt nur stat-technisch so gelohnt hat, das sei mal dahingestellt. Oh, uns fehlt noch die Magierwaffe, sehe ich hier gerade. Die müssten wir noch umwandeln. Ansonsten habe ich hier alles von dem Set erstmal soweit. Die muss ich noch machen. Da habe ich mir gedacht, machst du mal, gönnst dir mal. Ne? Habe hier jetzt alles auf 17, ein paar Sachen sogar schon 3 Sachen auf 18. Ne? Also auf W50 sogar hier schon bessere Verbesserung als auf meinem Main, wo ich alles auf plus 15 habe. Ne? Aber da halt eben, Ressourcen insgesamt mit dem Equipment zusammen, glaube ich, von 16 oder 17 Millionen Kristalle und Metalle rumliegen habe. Also, was soll ich dazu sagen? Und deswegen bin ich hier im Moment ziemlich aktuell, was so die Stats angeht. Also ich bin hier ziemlich gut dabei im Moment gerade. Wir können ja mal gucken, ob wir uns hier ein bisschen hochkämpfen können. Wir haben hier den Neutral gerade auf Platz 1, der jetzt übrigens auch bei Dead Valley ist, war vorher auch bei Hollywood gewesen, hat jetzt auch gewechselt und deswegen gucken wir mal schauen. Wir versuchen uns mal ein bisschen hochzukämpfen hier, mal schauen, ob das was wird gegen Neutral. Ist eine ziemliche Glass Cannon von den Stats her, also geht ziemlich krass auf Intelligenz auf jeden Fall, falls wir mal, hallo? Ja, perfekt. W50 auf jeden Fall hier im Wandel. So viel kann man sagen. Jetzt haben wir jetzt gegen ihn gekämpft. Der ist jetzt grau hinterlegt. Ich habe es jetzt nicht sehen können. Ja, wir gucken uns mal die Fights an. Ich gehe hier mehr so auf 50-50 Basis. Ach, wie knapp. Versuchen wir aber nochmal hier. Ne? Das lassen wir uns aber nicht entgehen.
Sehr schön. 3 Ränge direkt aufgestiegen, so muss das sein. Da sind wir auf Platz 6. Ne? Also wie gesagt, ich bin hier ziemlich aktuell gerade unterwegs, was so das Equipment angeht. Ja, und versuchen wir ihn gleich nochmal ein bisschen Ehre hier streitig zu machen. Was haben wir zu verlieren? Ne? Ja, jetzt auch mal ein Crit. Nee, das wird nichts. Okay, gut. Aber ich glaube, er hat sich hier auch neu equipped, so wie sein Equipment auf jeden Fall zumindest aussieht. Könnte das gut sein. Er hat ja auch schon, Digga, die Verbesserungen sind ja auch schon hier fast komplett maxed. Also das ist ja auch eine krasse Leistung, sag ich mal so. Ja. Oh, die Fights sind ja so knapp immer. Das gibt's ja nicht. Mal gucken. Schaffen wir ihn jetzt? Das gibt's auch nicht. Es fängt hier aber auch immer an. Ja. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, okay, scheiß drauf. Zu Recht auf Platz 1. Können wir nichts machen. Ja. Da müssen wir dann doch noch ein bisschen weiter skillen. Ich muss aber noch einen Kampf hier. Das kann ja wohl nicht sein, dass ihr die ganze Zeit gewinnt hier. Ich muss noch mal einen Kampf gewinnen hier. Ja, jetzt haben wir nämlich mal ein bisschen Glück. So. War aber auch sehr knapp gewesen jetzt gerade hier. Okay, einen noch. Ein Skipperino. Na, perfekt. Ja, aber auf jeden Fall, es läuft nicht schlecht auf W50. Ne? Mal schauen, wie es noch in Zukunft hier so weitergeht. Ich habe auch, dadurch, dass ich jetzt ein neues Equipment habe hier auf dem Server, werden wir demnächst auch noch die Dauerschleife der Idole klatschen. Die habe ich mir noch ein bisschen aufgehoben. Ich habe jetzt einigermaßen gute Chancen, sag ich mal, die zu besiegen. Durch das neue Equipment sollte das jetzt kein Problem sein. Das wird trotzdem immer noch ein bisschen teurer werden, aber das wird auf jeden Fall dann eins der nächsten W50-Videos, wie wir hier die Dauerschleife bis zum Ende durchrocken und ja, werden dann da versuchen, nochmal den Dungeon komplett abzuschließen und damit hätten wir dann auch nur noch die Lichtwelt offen, ne? Die Schattenwelt offen, so, und ja, kriegen vielleicht dann noch ein Level-Up dazu oder so, ne? Ja, okay. Aber das soll es erstmal soweit gewesen sein. Vielleicht greifen wir noch den Natsu einmal an hier. Ich glaube, der ist ein bisschen schlechter sogar von den Stats als Neutral, ne? Also hat zwar auch ein krasses Level hier, aber ich glaube, von den Stats her war ja lange Zeit, nice, war ja lange Zeit der höchste gewesen hier, bis jetzt Tim seine Dungeon-Pause aufgelöst hat. 123 zu 97. Okay, 133, okay, gut, ja, sind fast relativ gleich auf. Platz 5. Ja, Top 5, kann ich auf jeden Fall mit leben. Ne, so sieht das aus. Ziemlich bunt gemischt noch alles hier. Also wir haben hier Magier, Berserker, Krieger, Assassinen. Wir haben hier wirklich sehr viel Druide sogar. Ne? Wir haben hier eine sehr bunte Mischung. Deswegen fahre ich mit einer 50-50-Skillung eigentlich gar nicht so verkehrt hier auf dem Server. Also wir haben hier keine, wie auf meinem Main, einen Magier-dominierten Server oder so, dass man eher auf das eigene Hauptattribut mehr so geht. Ne? Also 50-50, denke ich mal, fahren wir schon ganz gut hier auf dem Server, weil hier halt so viele verschiedene Klassen sind. Ich denke mal, das sollte in Ordnung sein. Und ja, das war es dann auch soweit mit dem kleinen Update-Video zu W50 und die aktuelle Situation hier, wie es hier aussieht. Also nur noch eine Frage der Zeit, bis wir hier auf Platz 4 landen mit den Holzis. Und dann bin ich auch sehr gespannt auf den nächsten Elevator, wie der so aussehen wird. Ne? Da macht sich das ja dann bei den Höllenmarken dann doch nochmal sehr viel mehr bemerkbar, wer auf welchem Plätzchen steht. Ne? Und bis dahin, ja, war es das von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.